Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute geht's um meine Panikattacken, welche ich bekommen habe nach der Schulzeit. Und zwar fing das an, als ich in Luzern angefangen habe zu arbeiten. Ich habe das bemerkt beim Pendeln mit dem Zug, dass ich immer mehr Mühe hatte, bei gewissen Wetterbedingungen. Und zwar wirkt sich meine Panik so aus, dass ich eine gewisse Windstärke nicht vertrage. Das ist eine Art wie Platzangst und ein einengendes Gefühl. Zum Beispiel, wenn der Wind über 20 Stundenkilometer hat, ist es für mich schon zu viel. Das habe ich mit der Zeit gelernt. Deshalb weiß ich auch, was ich tun kann, dass ich dann trotzdem mal raus kann. Früher hatte ich einen Motorradhelm zum Schutz und diverse Regenschütze, die man umgestaltet hat, um mein Gesicht zu schützen, weil die Panik kommt nur, wenn der Wind direkt auf mein Gesicht bläst. Und das größte Problem sind diese Böen, wenn er nicht konstant bleibt. Dieses plötzliche Windding. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber mir fiel gerade nicht das richtige Wort ein. Ja, wie gesagt, das hat damals in Luzern angefangen. Vielleicht hat mich die Entfernung ziemlich mitgenommen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und dann vielleicht noch dieses Mobbing, was ich auch dort erlebt hatte. Ja, und später hatte ich dann diesen Windschutz oder Allgemeinschutz auf dem Rollstuhl, wo ihr gesehen habt schon auf Videos oder Fotos. Den habe ich jetzt, ja, ich glaube, 3 Jahre oder so. Und der hilft tatsächlich sehr gut. Aber wenn der Wind über 20 ist, dann ist es auch für diesen Schutz ein bisschen schwierig, weil er dann ins Wanken gerät. Ich hatte auch verschiedene Mützen damals und Halstücher und was auch immer man kann gebrauchen. Ja, ziemlich mühsam war das am Anfang. Inzwischen geht's meistens ganz gut, weil ich ja weiß, wenn ich nicht raus sollte. Und wenn ich mal raus muss, auch wenn es so windet, dann schaue ich immer, dass der Fahrdienst, der mich fährt, möglichst am Eingang steht, damit ich
gar nicht mehr lange draußen sein muss und noch unnötig herumfahren muss. Ja, das habe ich alles inzwischen gut im Griff. Aber mir wäre es auch lieber, hätte ich das Problem nicht. Also das größte Problem ist ja der Wind. Aber ich habe auch Platzangst, wenn es zu eng wird im Rollstuhl, wenn der Gurt zu eng ist oder im Rollator, wenn ich nicht aufpasse oder wenn ich lange auf dem Rücken liege, aber das ist wieder was anderes. Das gehört wohl einfach zu meinem Handicap, was dazu kam. Vielleicht auch wegen der Rückenkrümmung, welche ich hatte vor der OP. Aber auch nach der OP ist ja nicht alles perfekt. Ich habe Ausschläge und so, seit ich operiert worden bin, aber um das geht es ja heute nicht. Ja, das habe ich zu der Panik mal erzählen wollen und hinzu kam auch, dass ich es nicht mehr ertrage, viele Leute um mich zu haben. Also kommt drauf an, wenn der Raum groß ist und ich gut auf Abstand gehen kann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber ich wurde sehr empfindlich. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Und eigentlich bin ich ja gerne unter Menschen. Aber manchmal muss ich mich eben auch zurückziehen. Aber das kennt ihr bestimmt auch. Ja, und ich habe schon darüber nachgedacht, einen Weg zu finden, diese Panik loszuwerden, vielleicht mit Hypnose oder so, aber ich habe mich noch nicht getraut, das durchzuziehen, weil ich vieles gehört habe und ich auch Angst habe davor. Es könnte ja etwas schief gehen oder das Gegenteil passieren oder ja, keine Ahnung, aber vielleicht überwinde ich mich ja mal. Aber meistens geht es ganz gut jetzt, deshalb lebe ich damit, auch wenn es Tage gibt, wo mich das ganz schön nervt. Und ich überfordert bin damit, zum Beispiel, wenn ich irgendwo ein Wochenende weg bin und ich nur wegen dem Wind irgendwas nicht tun kann. Zum Beispiel spazieren gehen, shoppen oder ja, sonst wohin. Aber ich habe diesen Sommer festgestellt, dass mich das eigentlich ganz schön nervt, immer auf die Hilfe von anderen angewiesen zu sein bezüglich dieser Panik. Weil ich hätte auch einfach andere fragen können, ob sie mir was mitbringen von der Shoppingtour, wenn jemand einkaufen gegangen wäre. Aber ich war zu frustriert, um überhaupt an diese Möglichkeit zu denken, weil die Leute helfen mir ja schon und sie haben ja Verständnis für meine Panik. Die wollen natürlich nicht, dass ich da mich reinsteigere, aber ich war zu
zu stolz, um zu sagen, kannst du heute für mich weggehen und das besorgen, was ich wollte oder so. Ja, das ist mir diesen Sommer passiert und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss irgendwas passieren, aber eigentlich muss nichts groß passieren, ich muss nur reden. Ich darf den Leuten sagen oder meinen Freunden oder Kollegen, wer auch immer, ich darf ja sagen, dass ich nicht heute kann, ob man das übernehmen könnte für mich, damit ich gar nicht in diesen Stress reinkomme. Weil manchmal ist es mehr Frustration als Panik. Und dann, naja, wenn ich wütend bin, dann weine ich entweder oder, ja, keine Ahnung. Früher habe ich immer rumgeschrien, wenn ich wütend war. Heutzutage kann ich einfach ruhig bleiben, aber weinen ist ja gut, wenn das rauskommt, aber die Gründe sind manchmal ein bisschen, ja, eigentlich gar nicht so schlimm, weil man kann ja Leute fragen. Aber manchmal habe ich keine Lust zu fragen, aber das kennt ihr bestimmt auch. Das ist manchmal noch ein bisschen ein Problem, aber wenn ich irgendwo hin möchte, dann schaue ich eigentlich schon, dass das klappt, trotz Wind und Platzangst, weil ich lebe ja. Ich sitze nicht nur zu Hause und bin am Däumchen drehen, das mache ich also nicht. Auch wenn es aussieht, als würde ich nicht viel nach draußen gehen. Und das ist auch so. Je nach Jahreszeit gehe ich weniger raus. Eben wegen diesem Windzeugs. Aber im Sommer und Frühling versuche ich eigentlich schon mehr rauszugehen, weil da ist der Wind warm und da reagiere ich weniger drauf, auf diese Böen oder so. Ja, das wäre mal zum Thema Panik. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich was vergessen habe, aber wenn ihr Fragen habt, dann fragt gerne. Und wegen diesen Hintergründen, die ihr seht, ich bin ein bisschen am Herumprobieren, was am besten ist. Und ich will immer mal was Neues probieren. Vielleicht gefällt es euch ja, dass es nicht immer gleich aussieht. Gut, das ist jetzt nicht mehr das Thema. Aber das wollte ich auch noch sagen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und der Sound ist bestimmt schon viel besser als beim letzten Video. Ich habe jetzt das Blue Yeti X Mikrofon. Ich denke, das ist eine gute Investition gewesen. Ja, na, dann bis zum nächsten Mal und habt einen schönen Tag, Abend oder morgen, je nachdem, wenn ihr das Video seht. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich über eine Sache im Jahr 2017 erzählen möchte. Da hatte ich unerwartet nochmal eine OP, aber dazu im nächsten Video mehr. Bis dann, habt einen schönen Abend.
Tschüss.